Jahresziele erreichen. So schaffst du das noch in diesem Jahr. Kennst du das auch? Du startest ambitioniert in das Jahr und dann irgendwann kommen die ganzen Blockaden auf dich zu. Energiekrise, Krieg, Kunden bleiben aus, Sommerloch und schon bist du gar nicht mehr so weit auf deiner Skala, wie du eigentlich erreichen wolltest. Es kann ganz schön schwer werden, solche Ziele zu erreichen, die du vielleicht in meinem großen Bullet Journal aufgeschrieben hast. Wenn nicht, dann hol dir das unbedingt bei Amazon. Hier drin findest du wirklich nützliche Tipps, um Social Media, um dein Mindset und um deine Jahresziele besser zu stecken. Hast du bereits deine Ziele für das Jahr erreicht oder bleibst du noch weit hinten an? Mit diesen 10 Fragen im Video zeige ich dir, wie du hier nochmal einen richtigen Booster verleihen kannst und nochmal im letzten Quartal so richtig Anlauf nehmen auf das Ergebnis deiner Ziele. Und bleib natürlich bis zum Ende dran, denn im Punkt 10 ist nochmal meine wichtigste Botschaft versteckt und nutze sie auf jeden Fall, um dein Online-Business so richtig nach vorne zu bringen. Mit diesen 10 Fragen kannst du ganz ehrlich mit dir sein, um deine Ziele auf das Ergebnis zu prüfen. Denn oft ist mehr dieser Wunschgedanke dein Ziel und was nachher funktioniert, sind vielleicht ganz andere Sachen. Frage Nummer 1. Was ist deine stärkste Einnahmequelle? Denn oft ist die größte Cash-Cow, die wir uns vorgestellt haben, gar nicht unbedingt das Ergebnis. Also, womit verdienst du am meisten Geld pro Monat? Was hat sich übers Jahr besonders gut entwickelt? Und womit hast du es leicht, Geld zu verdienen? Schreib das jetzt auf. Unterscheide nochmal mit den Sachen, die du dir eigentlich vorgenommen hattest oder die hier dann ein bisschen hinten überfallen. Also, womit verdienst du am meisten? Was hat sich nicht so gut entwickelt? Und könntest du jetzt dein Social Media, dein Posten oder deine Werbung auf genau dieses beste Ergebnis nochmal anpassen? Also direkt zum Gespräch, direkt zum Coaching bringen oder direkt zum Online-Kurs, was auch immer dein bestes Ergebnis für dieses Jahr war. Was hat dir am meisten gute Kunden gebracht? Wenn du noch am Anfang stehst, solltest du natürlich dazu eine Produkttreppe entwickeln, also kleinere Produkte, mittlere Produkte und größere Produkte. Und du weißt ganz genau, ein großes Produkt wirst du erst verkaufen, sobald du wirklich super confident zu deinem Produkt stehst. Und deswegen empfehle ich dir, die Minikursmethode zu starten, aber sofort ein Coaching-Programm in petto zu haben, also wirklich in der Hinterhand das, was du eigentlich verkaufen möchtest. Frage Nummer 2, womit hast du am meisten Menschen erreicht? Mit welchem Blogpost, mit welchem Social-Media-Beitrag hast du am meisten Interaktion erzielt oder auch Views erreicht, was auch immer dir am wichtigsten ist? Ein Reel, das viral ging oder ein Beitrag, der am meisten Interaktion gebracht hat. Du kannst in den Insights von Facebook, von Instagram und LinkedIn, überall kannst du nachschauen und schauen, welches dein stärkster Beitrag war. Davon lebt Social Media natürlich und du solltest solche Beiträge dann natürlich kopieren, also ähnlich machen, nochmal neu machen, sowas pro Monat ein paar Mal machen, damit du genau weißt, wo deine Zielgruppe drauf abfährt. Also bei Instagram unbedingt dafür ein Unternehmerkonto einrichten, damit du deine Insights sehen kannst. Auch bei YouTube, überall kannst du diese Insights sehen. Bei einem TikTok-Konto musst du auch wieder hier das TikTok Pro-Konto anlegen. Ich glaube, es heißt noch Pro, es ändert sich alle halbe Jahr. Diese Insights sind kostenlos. Du musst nur das Upgrade machen zu einem Unternehmerkonto oder einem Creator-Konto, was mehr Inhalte dann hat und mehr Einsichten in deine Reichweite. Frage Nummer 3, welcher Newsletter war dein erfolgreichster? Hups, du schreibst noch gar keine Newsletter. Auch hier super wichtig, dass du damit anfängst und dass du die ersten 100 Personen erreichst, die gerne deinen Newsletter lesen. Denn dann hast du nochmal etwas, was wirklich vor die Haustür deiner Kunden kommt. Auch wenn viele Newsletter nicht mehr gelesen werden, es ist doch immer so eine Art Spannung aufzumachen, ein bisschen davon zu lesen. Und glaub mir, wenn es gut geschrieben ist, wenn es neugierig macht, werden deine Leute bei diesem Newsletter bleiben. Über Jahre. Ich habe Kunden, die haben seit 10 Jahren meinen Newsletter abonniert. Ich glaube, es gibt einen seit 2011.
Wenn du möchtest und mehr erfahren möchtest über mich und meine Produkte und meine wertvollen Blogbeiträge, dann kannst du das abonnieren und jeden Mittwoch kommt so ein Newsletter bei mir raus und ich sehe dann immer, welcher Newsletter am besten ankam über die Insights von meinem Newsletter-Tool. Dafür brauchst du einen E-Mail-Marketing-Anbieter, mit dem du hunderte oder tausende Newsletter gleichzeitig verschicken kannst und wo auch DSGVO-technisch alles abgesichert ist, dass man sich abmelden kann oder anmelden. Und mehr erfährst du da auch in meinen E-Mail-Marketing-Blogs, die ich hier schon erstellt habe vor einigen Wochen oder Monaten. Frage Nummer 4. Welche Jahresziele konntest du schon erreichen? Also wie Leuchtturm war dein Jahr schon bereits? Auch die solltest du jetzt einmal feiern und schon einmal irgendwie dir auf die Schulter klopfen, wie großartig das Jahr bereits gelaufen ist. Wenn noch nicht, unbedingt jetzt hier weitermachen an diesen Punkten. Auch hier kannst du nochmal sehen, was du dir vorher gesteckt hattest für Ziele und wie viel du jetzt davon erreicht hast. Hast du mindestens 50% erreicht, dann solltest du jetzt nochmal Gas geben, dass du so 70 bis 80% erreichst und beim nächsten Jahr einfach weißt, okay, ein Tickchen weniger werde ich bestimmt schaffen und dann einfach ein paar Punkte weniger aufschreiben, was so realistisch ist in deinem Wachstum. Frage Nummer 5. Welche Punkte auf deiner To-Do-Liste sind noch offen? Auch hier wieder, was hast du erreicht? Womit bist du durchgestartet und mit was nicht? Schreibe das jetzt auf und sei ganz klar mit dir, was du davon jetzt auf jeden Fall noch machen möchtest oder was du einfach links liegen lässt, weil du weißt, das andere funktioniert jetzt viel besser. Ne? Punkt Nummer 1, mit was hast du am meisten Geld verdient? 6. Frage, was möchtest du denn dieses Jahr noch erreichen? Du hast dir nun so große Ziele gesetzt und ist das wirklich noch drin in diesem Jahr? Wie viel Energie hast du jetzt schon aufgewendet für den Rest der Zeit? Oder ist es einfach Zeit, die Ernte einzufahren mit den besten Sachen, die am besten funktioniert haben? Hier auch wirklich nochmal Klarheit oder hast du gerade das Gefühl, oh, ich muss unbedingt etwas Neues entwickeln, was dann auf jeden Fall noch rauskommt oder dann am Anfang des nächsten Jahres rauskommt, dann auf jeden Fall herzlich willkommen. Wenn du Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. 7. Hast du Automatisierung in deinem Verkaufssystem implementiert? Hast du E-Mail-Strecken, die sofort rausgehen, wenn jemand sich ein Freebie bei dir holt oder jemand ein Produkt bei dir kauft? All das sollte bereits für dich arbeiten, ohne dass du irgendwelche Rechnungen erstellen musst, ohne dass du darauf achtest, wer wie gezahlt hat. Das alles sollte automatisch passieren. Du solltest nur noch anfangen zu strahlen und das Ganze zu skalieren nach oben. Also diese Automatisierungen helfen dir, dein Business wirklich groß zu machen. Viele tausende Menschen mit deinem Herzensbusiness zu erreichen, mit deinen einzigartigen Methoden, die nur du kannst und die nur du jetzt am besten rausbringst. Denn es ist die Zeit zu strahlen. Frage Nummer 8. Hast du Evergreen-Produkte in deiner Verkaufspalette? Also etwas, was wirklich lange zu verkaufen ist. Hat sich schon so ein Evergreen-Produkt bei dir bewährt? Im letzten Video habe ich dir aufgenommen, was ein Evergreen-Produkt ist. Also eine Grünpflanze in deinem Repertoire, die immer geht. Und so ein Produkt solltest du unbedingt bei dir haben, damit du immer wieder hier Cash generieren kannst mit Verkäufen, die einfach auf Jahre hin funktionieren. Und dann fragt man sich nur noch zu dem und dem Thema, da bist doch du die Expertin, da hole ich mir doch deinen Kurs. So möchte ich das bei dir entwickeln, so möchte ich, dass du damit rausgehst, dass du der Leuchtturm mit diesem Evergreen-Produkt bist und nur noch dein Name darunter steht. Fast geschafft. Punkt Nummer 9. Wie viele Mitarbeiter hast du oder hast du Freelancer, die dir Arbeit abnehmen? Und hat sich das Ganze rentiert? Auch hier solltest du wieder beachten, dass Mitarbeiter natürlich auch Geld verdienen sollten für dich oder dass das, was du ihnen abgibst, sich rentiert für dich. Was kannst du hier also einkürzen oder wo weißt du, dass hier auf jeden Fall dein Potenzial liegt und hier kannst du nochmal investieren in weitere Freelancer oder Mitarbeiter für dein Unternehmen. Und hier kommt mein wichtigster Punkt, Punkt Nummer 10 mit der Frage, evaluiere dich selbst. Denn nichts ist wichtiger in deinem Business als du. Denn du bist die Person, die hier als Leuchtturm hervorgehen muss und die mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Potenzialen, aber auch mit ihren Grenzen zu dem Business dazugehört.
Wenn du also jetzt voll auf Wachstum gehen willst, dann musst du auch die Potenziale da haben. Du musst Skalierung möglich machen mit Automatisierung. Du musst eventuell Mitarbeiter einstellen und du musst die wichtigsten Schritte machen, um auch bei dir im Mindset anzukommen mit der Größe, die du dir da vorstellst. Und wenn du dir vorstellst, du willst noch 70.000 Euro verdienen, dann musst du auch jetzt die Schritte machen, damit du 10.000 Euro Programme verkaufen kannst an jetzt noch 7 Kunden. Gar nicht so schwierig, oder? Aber bist du da schon oder hängst du noch weit hinterher? Lass uns mal bei dir schauen, die Potenzialanalyse bei dir machen, was da Cooles drinsteckt in deinem Thema, wo Evergreen-Produkte möglich sind, wo eine Produkttreppe möglich wäre. Hast du sie schon? Und wie kannst du nun Traffic, Leute, Tausende von Menschen damit erreichen und natürlich auch bedienen? Denn die Zeit 1:1 ist knapp. Und mit Online-Kursen oder skalierbaren Produkten, mit automatisierten Webinaren womöglich, kannst du viel mehr Menschen erreichen als nur 1:1 Ergotherapie oder Massagen anbieten. All das solltest du jetzt auf Online-Produkte umschwenken. Wenn du nicht weißt, wie, komm auf jeden Fall zu mir auf meine Seite und mach ein Potenzialgespräch und lad dir auch gern meinen Report runter mit den digitalen Chancen, die du jetzt nutzen solltest, um auch hier nochmal 5 Punkte mitzunehmen, die wirklich wichtig für dein Online-Business sind. Also viel Spaß damit und jetzt mit ordentlich Rückenwind in das Ende von 2023 und womöglich in tolle nächste Jahre mit viel Wachstum für dein Business. Viel Freude! Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.